Die passende Methode ist nicht automatisch die spannendste oder aufwendigste, sondern die, die zu deiner Fragestellung passt und sich realistisch umsetzen lässt. Entscheidend ist also nicht nur die methodische Passung, sondern auch die praktische Umsetzbarkeit. Viele Studierende haben an diesem Punkt bereits ein Gefühl dafür, ob sie eher quantitativ oder qualitativ arbeiten wollen. Trotzdem bleibt oft eine Unsicherheit. Welche konkrete Methode passt eigentlich zu meiner Fragestellung? Und noch wichtiger, ist das, was ich mir vorstelle, überhaupt realistisch umsetzbar? Der Ausgangspunkt liegt in der Fragestellung, nicht nur formal, sondern auch inhaltlich. Aus der Fragestellung ergibt sich die Wahl der Methode. Denn eine Methode ist letztlich nichts anderes als der Weg, über den du zu deiner Antwort auf die Forschungsfrage gelangst. Wenn deine Fragestellung darauf abzielt, Zusammenhänge zu messen, Unterschiede zu vergleichen oder Ausprägungen zu erfassen, braucht es eine Methode, die genau das leisten kann. Wenn es dir dagegen darum geht, zu verstehen, wie Menschen etwas wahrnehmen, wie Prozesse ablaufen oder welche Bedeutung hinter bestimmten Phänomenen steht, dann braucht es eine Herangehensweise, die Tiefe und Kontext ermöglicht. In beiden Fällen gilt, die Methode folgt immer der Frage, nicht umgekehrt. Ein typisches Warnsignal ist, wenn du merkst, dass du deine Fragestellung anpassen musst, damit sie zu einer bestimmten Methodik passt. Neben der inhaltlichen Passung spielt ein zweiter Punkt eine entscheidende Rolle: die Machbarkeit. Eine Methode kann theoretisch gut passen und trotzdem ungeeignet sein, wenn sie unter realen Bedingungen nicht umsetzbar ist. Dabei geht es vor allem um drei Dinge: Zeit, Datenzugang und Komplexität. Eine Bachelorarbeit hat einen klar begrenzten Zeitraum. Methoden mit langen Vorlaufzeiten oder mehreren Erhebungsphasen lassen sich oft nur schwer realisieren. Und auch der Zugang zu den Daten wird häufig unterschätzt. Es macht einen großen Unterschied, ob du tatsächlich Zugang zu den benötigten Personen oder Daten hast oder ob du nur davon ausgehst, dass sie sich organisieren lassen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Komplexität der Methode. Nicht jedes Verfahren, das in der Literatur etabliert ist, eignet sich automatisch für eine Bachelorarbeit. Entscheidend ist, ob du das Vorgehen verstehst, nachvollziehbar begründen kannst und sauber dokumentierst. Eine überschaubare, gut umgesetzte Methode ist in vielen Fällen überzeugender als ein komplexes Design, das nicht vollständig aufgeht. In diesem Zusammenhang lohnt sich auch ein Blick auf typische Denkfehler. Ein häufiger Ausgangspunkt ist, dass die Methode zu früh festgelegt wird. Wenn zuerst entschieden wird, ich mache eine Umfrage oder ich führe Interviews, besteht die Gefahr, dass die Fragestellung im Nachhinein angepasst werden muss. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die fehlende Begründung. Es reicht nicht zu beschreiben, wie du vorgehst. Entscheidend ist, warum genau diese Methode für deine Fragestellung geeignet ist. Außerdem ist auch der Umgang mit methodischen Grenzen wichtig. Keine Methode ist perfekt. Eine reflektierte Einordnung der eigenen Einschränkungen wirkt in der Regel überzeugender als der Versuch, alles fehlerfrei darzustellen. Wenn man diese Aspekte zusammennimmt, ergibt sich ein klares Bild. Eine passende Methode ist nicht die aufwendigste oder interessanteste, sondern diejenige, die zur Fragestellung passt, im gegebenen Rahmen umsetzbar ist und nachvollziehbar begründet werden kann. Wenn diese drei Punkte erfüllt sind, entsteht ein stimmiges, methodisches Vorgehen. Dieses Video ist Teil der Videoserie von Thesis Kompass, deinem Wegweiser durch die Bachelorarbeit. Wenn du dir mehr Orientierung im Prozess wünschst, schau dir gerne die nächsten Videos an.